Wenn man Teigtaschen zum Frittieren ins Öl gibt, muss das Öl um die 170 Grad heiß sein. An sich müssen die Taschen bei 150 Grad frittieren, aber sobald man sie ins Öl gibt, sinkt die Temperatur um die 20 Grad. Wenn du nicht immer so ein lästiges Thermometer dabei haben möchtest, kannst du die Öltemperatur mit einem Holzlöffel kontrollieren. Damit dir immer die leckersten Teigtaschen gelingen, zeige ich dir gleich 14 nicht so bekannte Tricks, die du immer anwenden kannst, egal ob das Rezept gebraten, im Wasser gekocht oder frittiert ist. Ich mag zum Beispiel einer meiner Lieblingsrezepten aus Argentinien, Empanadas Criollas. Eine zu trockene Füllung ist eine der schlimmsten Sachen beim Teigtaschen, aber die meisten Rezepte haben eine Zutat, die die Feuchtigkeit erhalten soll. Bei diesen sowie bei vielen Teigtaschenrezepten ist es Zwiebel, und zwar dieselbe Menge Zwiebel als Fleisch. Vielleicht denkst du, das wäre zu viel, aber glaub mir, dem ist nicht so. Die Zwiebel ist nicht nur als Geschmacksträger da, sondern sorgt auch dafür, dass die Füllung saftig ist. Und nachdem ich eine Zwiebel und eine Paprika klein gewürfelt habe, brate ich sie in Rinderschmalz an. Und so wäre ich bei meinem dritten Tipp. Eine Füllung muss eine echte Geschmacksbombe sein. In Argentinien nimmt man deswegen zum Beispiel gerne Rinderschmalz nicht nur zum Zubereiten der Füllung, sondern auch später beim Teig. Ich kann euch nur empfehlen, das auszuprobieren. Und wenn ihr Vegetarier seid, könnt ihr zum Beispiel stattdessen Butterschmalz nehmen. Man hat mich schon öfters gefragt, wie viel Salz man für so eine Füllung nehmen soll, und das ist natürlich Geschmackssache, aber ich kann mal auch so antworten. In der Wurstproduktion wird durchaus mit höheren Prozentsätzen als 2% gearbeitet. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, finde ich 2% einen guten Richtwert. Also für 500 Gramm Fleisch 10 Gramm Salz. Ich koche hier mit Rinderhackfleisch und würze mit Oregano, Chilipulver, süßem Paprikapulver sowie Kreuzkümmel. Alle genauen Rezeptmengen könnt ihr in der Infobox schauen. Und wenn du doch weniger Zwiebeln nehmen möchtest oder bei einem anderen Rezept weniger von irgendeiner Zutat ohne die Saftigkeit zu opfern, kannst du dies machen, indem du ein bisschen Brühe dazu gibst. Das geht aber natürlich nur, wenn du mir hier einen Daumen nach oben lässt. Wenn das Fleisch gar ist, nehme ich es weg vom Herd und lasse es abkühlen. Für den Teig gebe ich als erstes einen Teelöffel Salz in 220 ml heißes Wasser. Die genauen Mengen für den Teig schaut ihr bitte in der Infobox. Wenn dein Teigrezept kein Bindemittel sowie Eier enthält, ist das heiße Wasser sehr wichtig, denn dadurch verkleistert die Stärke im Mehl und der Teig wird viel beständiger. Und das ist genau, was wir bei Teigtaschen möchten. Hier ist es wichtig, das Wasser schrittweise hinzuzufügen, denn verschiedene Mehlsorten können unterschiedliche Mengen aufnehmen. Wenn der Teig einigermaßen gebunden ist, knete ich ihn für 7 bis 10 Minuten weiter auf der Arbeitsfläche. Daraufhin bedecke ich den mit Frischhaltefolie und lasse den Teig etwa 30 Minuten ruhen. Diese Ruhezeit ist wichtig, damit die Spannung im Teig sinkt und sich der Teig später besser bearbeiten lässt. Nach dieser Zeit bearbeite ich den Teig kurz wieder, bis ich eine glatte und geschmeidige Oberfläche bekomme. Was ich besonders gerne zum schnellen Portionieren mache, ist den Teig erstmals zu halbieren und danach forme ich jede Hälfte zu einer Rolle, die ich in 12 gleich große Stücke schneide. Aber wenn du es genauer wissen möchtest, sollte jede Teigportion zwischen 30 und 35 Gramm wiegen. Die Stücke die ganze Zeit mit Frischhaltefolie bedeckt zu halten, ist sehr wichtig. Ansonsten trocknet die Oberfläche aus und verteilt sich später als harte Stellen. Das ist sehr ungünstig, sowohl beim Flachdrehen als auch beim Dichtfalten der Teigtaschenrohlinge. Das Rundschleifen bedarf etwas Übung, aber offene Stellen könnt ihr einfach zukneifen. Am Ende sollte die Oberfläche einfach einigermaßen versiegelt sein. Ich persönlich finde nicht so wichtig, ob die Teigtaschenrohlinge perfekt rund werden. Die Form kann man sowieso noch später korrigieren. Viel wichtiger wäre zu erwähnen, dass die Dicke mindestens 1 mm betragen soll. Und für Empanadas Criollas sollten die um die 12 cm Durchmesser haben. Für die Füllung habe ich eine Handvoll halbierte Oliven und Rosinen sowie 4 in Sechsteln geschnittene Eier. Am besten sollte bei der Zubereitung die Füllung schon komplett abgekühlt sein. Es ist nicht nur geschmacklich besser, weil alle Aromen sich vollständig integriert haben, so lassen sich auch die Teigtaschen besser handhaben. Und zu viel Füllung kann auch problematisch werden. Hier zum Beispiel habe ich nur ein paar Löffel Fleisch, ein Stück Ei und ein paar Rosinen und Olivenhälften, und das ist schon gut so. Bevor man die Teigtaschen zuschließt, muss man die Ränder unbedingt mit Wasser befeuchten. Dann bleiben die besser zu. Und am besten ist es, ihr macht das gleich nochmal, bevor ihr die Taschen dicht faltet. Dann bleiben die garantiert zu. Das Verschließen von Teigtaschen nennt man auf Spanisch Repulgue und es wird häufig so gemacht. Man nimmt den Teigtaschenrand zwischen Daumen und Zeigefinger so, dass der Daumen am Anfang unten ist, und man dreht und faltet den Rand nach oben, bis der Daumen oben angekommen ist.
Und das macht man entlang des ganzen Randes. Dabei wird die Drehbewegung eher von Handgelenk geführt. Ich esse meine Empanadas gerne frittiert und auch sehr gerne booste ich den Geschmack, indem ich ein Drittel der Ölmenge mit Rinderschmalz ersetze. Ich kontrolliere die Öltemperatur ohne Thermometer natürlich und rein damit. Nun kann ich meine Empanadas frittieren. Ich hole die Teigtaschen heraus, bevor sie sehr dunkel werden, weil sie sowieso noch ein bisschen von Restöl gegart werden. Und es gibt immer jemanden, der eine Zutat der Füllung nicht mag. Unterschiedliche Füllungen kann man durch unterschiedliches Falten beim Verschließen kennzeichnen. Man kann zum Beispiel noch die Ränder übereinander falten und festpressen. Und auch sehr beliebt wegen der Einfachkeit ist, die Ränder einfach mit einer Gabel festzudrücken. Und wie beim Kochen sehr oft der Fall ist, einmal gefüllt können die Teigtaschen auf unterschiedlichster Art zubereitet werden. Empanadas werden zum Beispiel auch sehr oft im Backofen gemacht. Dafür müssen sie einfach mit einem gequirlten Ei angepinselt werden. Hier habe ich zum Beispiel links frittierte und rechts im Backofen gegarte Empanadas. Und wenn ihr das Video bis dieser Stelle geschaut habt, dann gebt es doch zu, es hat euch gefallen. Also, lasst mir einen Daumen nach oben und warum nicht? Abonniert meinen Kanal, damit ihr das nächste nicht verpasst.